Hallo Freunde der elektronischen Musik, Lukas hier aus den Science Studios. Ich bin ganz neues Gesicht vor der Kamera und ich habe euch heute auch einen ganz neuen musikalischen Stil mitgebracht. Und zwar sprechen wir heute über Hardwave. Ich habe euch ein Template mitgebracht in diesem Stil und Hardwave ist ein Genre, was sich in den letzten 5 Jahren ungefähr erst entwickelt hat, und zwar aus verschiedenen elektronischen Stilen, wie zum Beispiel Trap, Future Garage, Trance und Hardstyle. Dieses Genre wird charakterisiert durch eine tiefe Emotionalität in den Synths und Atmosphären, in der Harmonie, dann durch Reese-Bässe, die eben auch das Ganze sehr basslastig gestalten, aber auch immer noch atmosphärisch. Dann haben wir schwere Drums, schwere Breakbeats, wie sie im Trap vorkommen, und filigrane, komplexe Percussions, wie sie zum Beispiel im Future Garage auftauchen. Alle Elemente werden in viele Hallräume getaucht. Dadurch wird diese Atmosphäre und diese Mystik des Ganzen unterstützt. Wenn man das Ganze visuell beschreiben müsste, befinden wir uns in Cyberpunk-Welten mit einem Sci-Fi-Touch. Es ist sehr futuristisch angehaucht. Es klingt sehr nach Neon und urbanen Umgebungen. Dieses Genre lebt von einer sehr intensiven Emotionalität und von einem Gefühl, was erzeugt wird. In all den Atmosphären entsteht so eine gewisse Mystik. Dieses Gefühl zu treffen, stellt sich als die eigentliche Herausforderung dar. Wie ihr das erreichen könnt, das werden wir gleich im Template sehen. Ich hoffe, es ist gelungen. Aber ich will jetzt gar nicht lang drum rumreden. Wir gehen jetzt einfach mal in die Session rein und werfen als allererstes mal einen Blick auf das Arrangement. Man kann schon erkennen, das Tempo sind 128 BPM. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier ein 16 Takte langes Intro mit einem Build-up, in dem allerdings keine Drums vorkommen. Darauf folgt ein Drop, wo auch Drums als erstes einsetzen. Im Break, der danach kommt, zieht sich das wieder so durch, dass die Drums komplett aussetzen und das Ganze eigentlich fast eher Ambient-Charakteristik hat, bis auf ein paar Percussions, die dann das nächste Build-up wieder unterstützen. Und dann kommt auch schon der zweite Drop, der doppelt so lang ist wie der erste, mit einer Variation ab der Hälfte, in dem der Drumrhythmus nämlich von einem Breakbeat, von einem Halftime-Breakbeat auf 4/4 übergeht und auch bis zum Ende noch weitere Synkopen hinzubekommt. Und dann sind auch nur noch 8 Takte Outro und dann ist der Track auch schon vorbei. Das heißt, der ganze Stil ist sehr auf die Drops ausgerichtet, mit Pausen zum Durchatmen dazwischen, wo diese Atmosphäre der Musik auch wirken soll. Aber ja, im Fokus liegen definitiv die Drops. Wir gehen als erstes mal in das Intro, hören mal kurz rein und ich werde mal ein bisschen was zu der harmonischen Struktur des Tracks sagen. Also, man kann schon ziemlich eindrücklich erkennen, wie das Ganze auf diesen ersten Drop zusteuert. Die Melodie findet ihren spannendsten Punkt eigentlich so, bevor der Drop einsetzt. Und das Thema startet von der ersten Sekunde. Wir sind sofort mit dem Thema konfrontiert. Und das Thema zieht sich auch ohne Unterbrechung durch den ganzen Track durch. Und die Variation passiert eben in den das Thema umgebenden Elementen, also in den Akkorden, in der Bassline. Wir haben diesen Reese-Bass eben, der ab der Hälfte des Intros auch mit ordentlich Sub einsetzt. Dann, dass die Drums im Drop erst dazukommen. Allgemein wird viel auch an Automationen zu sehen sein, wo vieles automatisiert wird. Und all diese Modulationen haben eben das Ziel, die Melodie, dieses Thema zu unterstützen. Wenn wir uns die Akkorde mal als erstes angucken, dann stellen wir fest, wir haben hier 2 Akkordstimmen, die gelayert sind, die damit
ein breites Register abdecken. Also hier von D3 bis D5 hoch, 2 Oktaven. Dazwischen spielen sich die Akkorde ab. Und ja, es sind eben nicht die typischen Dreiklangakkorde, die man normalerweise erwarten würde, sondern es hat eben den Anspruch, ja, sich so breit wie möglich auch im Spektrum zu verteilen, um auch hier schon für so eine ja, imposante Breite und Dimension zu sorgen, auch in der harmonischen Streuung. Und dann sehen wir hier diese Halbtonschritt voneinander entfernten Noten in einem Akkord, also auch unkonventionelle Akkordstrukturen, die jetzt von einem klassischen Akkordmuster, dem klassischen Dreiklang, abweichen. Und man muss sagen, diese Stilrichtung lebt sehr viel davon, dass man stimmungsaufgeladene Akkorde verwendet, dass man Spannung erzeugt. Werden sehr, sehr viele Halbtonschritte zu sehen sein, die halt immer für so eine Düsternis sorgen. Zusätzlich haben wir noch ein Arpeggio, was den Akkorden folgt, wo man aber auch schon sehen kann, dass hier ja ein Fokus auf Halbtonschritte gelegt ist. Also hier überall haben wir die Halbtonschritte, die wieder auftauchen, was einfach unglaublich stimmungsgeladen klingt. Und wir hören uns den Arp mal gesondert an. Also man hört sofort diese Anleihen an Trance und Hardstyle, so diese typischen Arpeggios, was sich eben in diesem Genre hier jetzt wiederfindet. Gehen wir mal weiter zum ersten Drop und hören da nochmal kurz rein. Was wir da jetzt feststellen können, alles ist voll da, direkt von der ersten Sekunde an. Das macht einfach einen sehr, sehr starken Kontrast von diesem doch sehr verhaltenen, atmosphärischen, ambientmäßigen Intro, was nur von der Harmonie und Melodie lebt, zu diesem Drop, der einfach richtig drückt und ja, vorwärts geht. Das passiert mit relativ wenigen Elementen. Wir haben hier die Drums, die natürlich auch reichlich laut sind. Dann haben wir als Bassline einzig allein einen Reese-Bass, der enorm viel Raum im Spektrum einnimmt. Und dann haben wir auch schon wieder Akkorde und Melodien. Und das war es eigentlich auch. Also wir haben eine Liedmelodie, wir haben den Arp ganz leise im Hintergrund und wir haben Akkorde, die immer auf den Downbeats der Takte einsetzen. Wenn wir uns den Rhythmus der Drums mal anhören, stellen wir fest, dass wir es mit einem sehr gebrochenen Beat zu tun haben. Also die Kicks sind verhältnismäßig spärlich eingesetzt, also nur die erste Kick schlägt wirklich auf die volle Zählzeit und die Snare eben immer auf die 3. Also dadurch haben wir diesen Halftime-Beat, aber eben sehr gebrochen. Wenn wir uns jetzt rüber bewegen zum zweiten Drop, ändert sich das. Und wir stellen fest, der Rhythmus der Drums ist viel gerader, schwerer und mehr Halftime betont. Also diese halben Zählzeiten, diese auf 1 und 3 schlagenden Kicks machen das Ganze nochmal druckvoller, aber nicht mehr so verspielt und schleppend wie vorher. Und das Ganze steigert sich noch ab diesem Switch hier in der Mitte des zweiten Drops, wo das Ganze plötzlich auf ein Vierviertel-Pattern übergeht. Mit der Snare bzw. der Clap immer noch auf der 3. Und dadurch entsteht eine Mischform aus diesem Halftime und ja, normaler Zählzeit. Und man könnte meinen, man befindet sich in so einem Build-up, was gleich zu Achteln und Sechzehnteln weitergeht. Aber nein, es bleibt bei diesen Viervierteln. Und in der zweiten Hälfte kommen nochmal Synkopen hinzu. Und die Clap landet auf 2 und 4. Also das heißt, wir haben bis zum Ende eine Veränderung in der Rhythmik. Nehmen wir die Drums dieses Tracks mal etwas genauer unter die Lupe und gucken uns die Kick als erstes an. Dann sehen wir, die kommt aus unserem Chop Suey, ist natürlich in jedem Style einsetzbar und in den Presets
war auch eine passende Kick für Hardwave dabei. Und wenn wir die Kick mal solo hören, hören wir, die ist sehr heavy, tief, aber muffled und hat trotzdem etwas Verzerrung obendrauf. Und viel Post-Processing ist da gar nicht passiert. Wir sehen nur ein bisschen Höhen weggenommen, in den Mitten auch nochmal was rausgenommen. Dann ein Drumbass, der den Boom, also den Sub der Kick, nochmal was unterstützt. Eine Besonderheit bei dieser Kick ist, dass sie über einen Return-Channel läuft. Und zwar hier Return E, wo wir einen Amp, ein Overdrive, reichlich EQing finden. Wenn wir uns das mal solo anhören, stellen wir fest, da kommt wirklich nur reine Distortion durch. Und die ist ganz leise eigentlich zugemischt. Wenn wir die deaktivieren, hören wir, dass die Kick sehr stumpf und muffled ist eben. Auch sehr rund klingt, weil sie eben so sub-heavy auch ist. Aber ihr fehlt irgendwie so diese... Ja, ihr fehlen die Obertöne. Und sie klingt zu weich und zu unbehandelt. Und mit dieser aktivierten Return-Spur hat die einfach ein bisschen mehr Biss und setzt sich besser durch und passt auch besser zu den restlichen Elementen, weil gerade dieser Reese-Bass ist eben so obertonreich, dass so eine Muffled Kick sich gar nicht dagegen behaupten könnte. Die Snare, hier Snare genannt, ist eigentlich eher eine Clap. Und die hat eine Besonderheit, was sie ausmacht, und zwar ist es dieser Pre-Transient hier. Wenn man da reinzoomt, können wir sehen, dass das so eine kleine Rampe ist, die in die Clap überleitet und die so vorbereitet. Das weicht den Transienten etwas auf, aber es sorgt für einen viel, viel groovigeren Flow in diesen Snare-Hit rein. Wenn wir uns Kick und Snare zusammen anhören mit diesem Pre-Transient, und wenn wir den Pre-Transient jetzt mal deaktivieren, dann schlägt die Clap da sehr unvorbereitet eigentlich rein. Und gerade bei diesen gebrochenen Rhythmen ist dieses sich darauf vorbereiten können auf diesen straighten Clap-Hit auf die 3 trägt definitiv dazu bei, dass man dem Beat besser folgen kann. Wir nehmen mal die Heads noch dazu. Und man spürt sofort, dass das Ganze einfach sehr verschickt, sehr verschachtelt und ja, fast fein und filigran klingt. Aber es sorgt eigentlich für dieses typische, was man auch von Future Garage kennt, einfach diese komplexen Percussions und diese komplexen Rhythmen. Wir gehen aber mal weiter und gucken uns jetzt den Reese-Bass an. Und wenn wir das so sehen, stellen wir fest, da passiert einiges, auch im Post-Processing. Wir haben hier 2 Reese-Bässe. Also einmal Reese Soft und Reese Hard. Reese Soft spielt im Vers-Build-Up-Intro, wenn man das so nennen möchte. Und Reese Hard spielt im Drop. Der Reese Soft setzt gefiltert ein. Hier oben sehen wir es auch an diesem Marker. Und das sehen wir hier bei dem EQ8, ist noch ein Low-Cut. Der löst sich später auf, und zwar hier ab Takt 9, setzt dann auch der Subbass des Reese ein. Wir hören uns das mal kurz an. Ja, wie kommt dieser Bass zustande? Das sehen wir uns jetzt mal in dem Wavetable an. Der kommt nämlich aus dem Wavetable. Und hier stellen wir direkt fest, okay, wir haben 2 Oszillatoren aktiviert und den Suboszillator auf der natürlich 0 Oktave.
während die beiden anderen Oszillatoren beide 12 Semitones hochgepitcht sind. Und beide sind auch nach rechts und links leicht verteilt, 8R, 8L, nach rechts und links eben, um sich so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, ein bisschen Stereobreite zu erzeugen. Das können wir uns leisten, weil wir den reinen Suboszillator eben darunter haben, der natürlich mittig in Mono ist, quasi eine mit Obertönen angereicherte Sinuswelle spielt. Und die beiden Saw-Oszillatoren sind ziemlich stark sogar gegeneinander verstimmt, mit minus und plus 30 Cents. Und dadurch entsteht dieses für einen Reese-Bass typische Wabern, dieses Modulieren, wenn sich die Phasen gegenseitig auslöschen. Deswegen dürfte man die beiden Oszillatoren auch auf keinen Fall stark rechts und stark links pennen, sondern die müssen noch ziemlich mittig bleiben, damit eben diese Phasenauslöschungen passieren. Und die geben einem Reese-Bass diese Bewegung, die er in sich hat. Dazu beitragend ist auch der Glide-Faktor hier mit 172 Millisekunden, also sehr, sehr langsam tatsächlich, der bei jedem Legato, also bei gehaltenen Noten, beim Tonwechsel die Noten ineinander übergleiten lässt. Dafür muss das Ganze auf Mono gestellt sein. Unison haben wir tatsächlich keine, weil wir wollen eben nicht zu viel Stereobreite. Wir wollen diesen Mono-Charakter beibehalten. Und wenn wir uns das anhören, was das macht, wenn wir uns auch den Filter mal angucken, was hier passiert. Also man merkt eben, die Töne gehen nahtlos ineinander über, sie fangen an zu schwingen, sie fangen an sich zu bewegen und zu modulieren und dadurch klingt das Ganze einfach lebendig. Und das ist genau das, was ein Reese-Bass eben auch auszeichnet, dass man ihn über Filterfahrten, über Detuning einfach so richtig schön in Bewegung bringt. Und das bringt natürlich auch diesen Spannungsaufbau weiter voran. Der Filter, der sich immer mal wieder ein bisschen öffnet, dann wieder schließt, immer wieder öffnet und alles steuert auf diese Klimax, diesen ersten Drop hin. Also es baut einfach immens Spannung auf, die natürlich für den Impact des Drops total wichtig ist. Wir sehen, dass das Ganze noch mit einem Operator gelayert ist, der einfach nur White Noise spielt. In Verbindung mit dem Reese-Bass gibt dieser White Noise Operator so diese schöne Textur obenrum, die besonders dann wichtig ist, wenn der Reese-Bass in die Verzerrung fährt. Wenn wir uns das Post-Processing mal näher ansehen, dann gibt es da gar nicht viel festzustellen. Also es kommt relativ spärlich aus. Wir haben eben einen EQ, der so ein bisschen die Mitten absenkt, gerade wo die fundamentalen Frequenzen der Synths liegen, also so 200 bis 300-400 Hertz Bereich. Dann kommt eben der Saturator, der die Pegelspitzen abfängt und verzerrt und so ein bisschen Crunch gibt. Der Low-Cut, der am Anfang eben den Bass reinfiltert und dann aber auch raus, wo es auf den Drop zugeht. Viel mehr macht er auch nicht. Und dann einfach noch ein Glue-Kompressor, um das Ganze so ein bisschen beisammen zu halten einfach. Und das ist ja auch schon der ganze Reese-Bass. Was man noch sagen könnte ist, dass die Spur in einen Return, Reverb reinfährt, um dem Ganzen auch Hall und Dimension mitzugeben. So viel zum weichen Reese. Gucken wir uns den Reese Hard mal an, der im Drop spielt. Wir hören uns dafür mal die Drums mit dem Reese zusammen an. Die Klangerzeugung ist genau dieselbe wie bei dem Reese vorher. Es kommt wieder aus dem Wavetable. Wir sehen wieder die gegeneinander verstimmten Oszillatoren. Beide eine Oktave nach oben. Der Sub ist jetzt hier noch ein bisschen in seinen Obertönen eingeschränkt, aber ist auch wieder die Suboktave tiefer. Dann Glide und Mono. Der Filter macht auch wieder Filterfahrten, die sich immer wieder öffnen. Und der EQ nimmt direkt ein bisschen die Mitten raus und das werden wir auch später noch sehen. Das passiert sehr exzessiv, also die Mitten müssen immens zurückgefahren werden, weil dort natürlich die ganzen Synths Platz finden müssen. Die erste Besonderheit, die wir hier sehen, ist die
Gain Automation. Und die folgt tatsächlich dem Rhythmus der Melodie. Das können wir hier dran erkennen. Überall, wo die MIDI-Noten zu erkennen sind, zeichnet diese Gain Automation eigentlich den Rhythmus nach. Und dadurch bekommt unser Reese-Bass, der eigentlich eine stehende Basswelle ist, bekommt eine Rhythmik und unterstützt eben die Rhythmik der Melodie. Es folgt dann in der Kette der Saturator mit Hard Curve und ordentlich Drive, den wir hier wieder gegengeregelt haben. Dry Wet auf 71%, direkt ein Overdrive hinterher, zwar nur auf 8%, um die Höhen nochmal so richtig crunchy zu machen. Dieser EQ, das können wir hier sehen, hat eine automatisierte, ein Notch-Filter eigentlich fast schon, der in diese Obertöne des Reese-Bass reinschneidet und damit auch nochmal die Bewegung in diesem Instrument verstärkt und unterstützt, dass das Ganze sich konstant weiterentwickelt, immer in Bewegung bleibt, niemals stehen bleibt. Sowohl dieser EQ, dieser automatisierte EQ, als auch die weiteren, die hier drauf folgen, räumen alle den Mittenbereich etwas auf und machen den wirklich frei für die ganzen Synthesizer und die ganzen Melodien und Chords, die hinterher da Platz finden müssen. Am Ende haben wir auch auf diesem Bass nochmal einen Glue-Kompressor, der wirklich nicht viel Arbeit leistet, aber dafür haben wir hinterher nochmal den Limiter. Gibt Momente, wo der ans Arbeiten kommt und um das Ganze einfach ein bisschen einzuschränken. Aber wir sehen auch auf der Bassgruppe passiert nochmal reichlich. Also nochmal ein bisschen Mitten weggenommen. Dann kommt schon der erste Sidechain, der durch die Kick gespeist wird, mit einem aktivierten Sidechain-Filter, der ab 320 Hertz erst einsetzt. Aber das Ganze ist nur Dry-Wet zugeregelt. Dasselbe durch den Impact, also ein Effekt, der auch mit dem Bass klarkommen muss. Dann die Snare, die auch sidechained und Ducking im Bass verursacht. Und das eigentliche Sidechaining passiert am Ende mit dem Utility. Also, wir haben eine Gain Automation, die das Ducking, was normalerweise ein Sidechain-Kompressor oder ein LFO-Tool oder ähnliche MIDI-getriggerte Sidechain-Tools übernehmen, weil ich hier eben auf die Ableton Stock Library zurückgreife, habe ich den Utility genommen und automatisiere einfach die Lautstärke an der Stelle, wo die Kick reinschlägt. Ja, das war jetzt eigentlich auch alles schon zur Drum- und Bassgruppe. Das heißt, wir gehen jetzt mal weiter und gucken uns die Synthesizer an. Was denn im Drop alles passiert. Wenn euch der Track in seiner Gesamtheit interessiert und ihr das Template mal näher unter die Lupe nehmen wollt, findet ihr das Template jetzt bei uns im Shop. Kyoto Nights heißt es. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, diesen Stil näher zu untersuchen, was hoffentlich Lehrreiches daraus zu ziehen für euch. Schreibt uns in die Kommentare, wie euch Hardwave gefällt, ob das was für euch ist. Und wenn ihr euch ein ausführliches How to Make a Track wünscht, schreibt es auch mal dazu. Melodie-Synths gibt es im Drop 2. Zum einen der Melodie-Synth, den wir auch vorher schon im Intro gehört haben. Der spielt einfach weiter durch. Der Filter öffnet sich natürlich und das Ganze bekommt etwas mehr Distortion auch und wird einfach crunchier und ja, mit mehr Energie angereichert, wenn man so will. Das ist der hier. Und dann ist das Ganze noch gelayert mit derselben Melodie, aber mit einer Supersaw. Wir sehen hier direkt, wir haben 2 Wavetables und einen Operator. Der Operator ist wieder nur White Noise, was obenrum einfach das High-End nochmal auffüllt. Und hier ist ein ziemlich starker Low-Cut angelegt. Dann haben wir den ersten Wavetable, der ist 12 nach links gepannt. Der spielt die Melodie tief und der andere Wavetable spielt die Melodie eine Oktave höher. Und wir sehen auch hier innerhalb des Instruments haben wir die beiden Oszillatoren
intensiv nach rechts und links gepannt. Wir haben auch hier wieder Detune am Start. Es sind beides Saw Waves in beiden Instanzen von Wavetable. Und wir sehen hier wieder den Glide-Faktor von 52 Millisekunden. Das Ganze auf Mono, ähnlich wie bei dem Reese-Bass. Aber diesmal haben wir Unison am Start. Also Shimmer als Algorithmus ausgewählt, 7 Voices mit reichlich Amount. Und dadurch klingt das Ganze einfach so unglaublich breit. Durch diese detuned Voices, alles gepannt nach rechts, links. Es ist auch ziemlich breit, aber bei diesem Genre ist es gar nicht so wichtig, auf Monokompatibilität zu achten. Im Bass ja, aber hier bei den Melodie-Synths darf das Ganze richtig breit sein. Weil es ist, wie gesagt, keine klassische Clubmusik, sondern es ist eher Kopfhörermusik. Und damit überwiegt halt dieser Vorzug von Stereobreite, dieser Eindruck, der dadurch entsteht. Wenn wir in der Kette weiter gucken, sehen wir als erstes den Glue-Kompressor, dann ein Overdrive, der nur auf 12% arbeitet, also auch wieder nur den Höhenbereich so ein bisschen mit weiteren Obertönen versorgt. Ein Autofilter, der als Automation gedacht ist, vor dem Drop. Dann kommt ein Reverb, tatsächlich mit 35% ziemlich viel schon. Und einer sehr langen Decay-Time von 3,75 Sekunden. Es folgt was ganz Interessantes, was sich im zweiten Drop nämlich dann zeigt. Und zwar, das ist die Automatisierung von Autopan. Also der Amount wird aufgedreht dann. Die Rate steht auf 32. Und das hören wir eben in der Melodie. Und das bringt diese Triller rein, die da entstehen. Also so wie so ein Trance-Gate-Effekt einfach. Wir haben danach einen OTT, der aber nur in den Drops tatsächlich aktiv ist. Auf Amount von 12, die Bassgruppe deaktiviert. Danach kommt ein parallel geschalteter Utility mit einer Gain Automation. Und zwar ist das nahezu dieselbe Gain Automation, wie sie auch im Reese-Bass stattfindet. Allerdings war mir dieser Effekt zu stark und dann habe ich es parallel bearbeitet. Also eine Kette, die trocken durchgeht, eine Kette, die bearbeitet wird, beide auf -6, ergibt wieder das Null-Level und somit ist das quasi wie ein Dry-Wet auf 50%. Es folgt ein Delay und dann ziemlich starkes EQing, wo auch die Höhen gezähmt sind und dieser hohe Mittenbereich, aber der Low-Cut bei 178 Hertz angelegt, also eigentlich unter der Fundamentalfrequenz. Oder gerade knapp drunter, dass die Fundamentalfrequenzen nicht abgeschnitten werden, aber dass der Bassbereich auch so weit, wie es nur möglich war, wegfällt, um mit dem Reese-Bass nicht zu kollidieren. Ja, Freunde, mit dem Lead-Synth hatten wir jetzt unseren letzten wichtigen Hauptakteur mal genauer unter die Lupe genommen. Die Drums haben wir abgedeckt, die Reese-Basses und eben diesen Saw-Synth. Das sind so die wichtigsten Stimmen, die in diesem Track spielen. Wenn ihr das Template in seiner Gesamtheit mal unter die Lupe nehmen wollt, dann findet ihr es jetzt im Shop. Kyoto Nights heißt es. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Schreibt uns mal, wie es euch gefällt. Schreibt es in die Kommentare. Lasst mal einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Und lasst uns wissen, wenn ihr ein ausführliches How to Make a Track zu allen in dem Template oder in diesem Stil angewandten Techniken, Tipps und Tricks haben wollt. Ich freue mich aufs nächste Mal vor der Kamera und sage jetzt schönen Tag und liebe Grüße aus den Science Studios. Bis bald.